Zitat lautet ja vollständig: Die Schönheit wird die Welt retten und stammt von Fjodor Dostojewski, im Original Krasota спасет мир. Er war vom Phänomen der Schönheit eigentlich zeitlebens sehr fasziniert, hat auch auf diese Worte Bezug genommen in seinen anderen Werken und letzten Endes bedeutet dieser Spruch für mich persönlich nichts anderes, als dass das Konzept der Schönheit auf so etwas wie Kardinaltugenden angewandt werden kann. Die Kardinaltugenden haben sich durch die Jahrhunderte, Jahrtausende, die Kulturen immer ein Stück verändert. Also in veränderlichen Gewichtsanteilen findet man darin immer Weisheit, Mut, Frömmigkeit, Genügsamkeit, Milde, Liebe und so weiter, Nächstenliebe. Aber komischerweise findet sich die Schönheit da eigentlich so gut wie nie drin. Und für mich, wenn man die einzelnen Tugenden betrachtet, ist die Schönheit einfach immer übergeordnet. Weil was ist die Weisheit, wenn nicht die Schönheit des Verstandes? Was ist der Mut, wenn nicht die Schönheit des Charakters? Oder Liebe ist die Schönheit des Umgangs miteinander. Und wenn man das als Konzept einmal so durchdenkt, wird einem klar, ja, die Schönheit kann die Welt retten. Als ich anfing, meine Erfahrungen mit der nachhaltigen, gesunden Lebensweise zu teilen, das, was die Menschen am ehesten fragen, ist, wo fange ich denn an? Weil wenn du dich nicht damit so richtig auseinandergesetzt hast, wirkt es am Anfang interessant und auf den zweiten Blick merkst du ganz schnell, dass es plötzlich sehr kompliziert werden kann. Dinge hängen zusammen und dieser Overwhelm kann passieren. Und deswegen sage ich zum Beispiel, oder auf die Frage hin, wo fange ich an, sage ich ganz gern, fang dort an, was dir am meisten wichtig ist, oder dort, wo du am meisten Einfluss haben kannst. Beispielsweise jemand ist ein Hobbykoch, dann liegt es nahe, in der Küche anzufangen, nachhaltiger einzukaufen, Zero Waste auszuprobieren, Wegwerf-Plastikartikel zu eliminieren und so weiter, regional, saisonal zu kochen. Das ist schon ein Riesenschritt, mit dem du auch andere Menschen beeinflussen wirst. Oder wenn es etwas ist, was dir vielleicht nicht unbedingt wichtig ist, aber was du beruflich tust, was du viel machst, also zum Beispiel bei Technik. Wir haben alle Technik im Büro, wie können wir das ein bisschen nachhaltiger gestalten? Wie können wir weniger Papier verbrauchen und so weiter. Sprich, ist es für jeden unterschiedlich. Da, wo du reinkommst in die Welt der Nachhaltigkeit, kann sehr klein sein. Aber du wirst, wenn du es wirklich ernsthaft betreibst, und hier ist das Geheimnis wie bei allem anderen im Leben, dranbleiben. Wenn du dranbleibst, wirst du merken, du läufst so eine Spirale. Also du kochst nachhaltiger, um beim Beispiel zu bleiben. Dann wirst du plötzlich feststellen, ich brauche nachhaltigere Textilien zum Beispiel, nachhaltige Tücher, nachhaltige Möbel und so weiter. Es wird immer Kreise ziehen. Das heißt, irgendwann wirst du auch andere Bereiche deines Lebens nachhaltiger gestalten wollen. Deswegen ist es eigentlich ziemlich egal, wo man anfängt. Hauptsache, man bleibt dran. Und Hauptsache, man geht über diesen Gedanken hinaus. Ein Baby-Step im Monat reicht. Schon noch immer dranbleiben. Deswegen, also Bauplan kann es da nicht geben. Wir haben unterschiedliche Prioritäten, stehen in unterschiedlichen Szenarien in unserem Leben, mit Familie, mit Beruf und so weiter. Das heißt, da kann es keine Cookie-Cutter-Geschichte geben. Da passiert eigentlich so viel. Was fasziniert mich? Es ist so viel. Ich finde faszinierend die Debatte, die wir über Datenschutz haben. Data Ownership. Mich faszinieren die Möglichkeiten, die wir mit dem 3D-Printing haben, die vielleicht irgendwann auch die Industrie revolutionarisieren können. An sich fasziniert mich alles, was seitdem es das Internet gibt, seitdem das Internet Menschen zur Verfügung steht, faszinieren mich verschiedene Ausprägungen von, wie kann ich kreative Prozesse schneller, effizienter gestalten oder anders gestalten, überraschend gestalten und wie kann ich Menschen verbinden. Das sind die beiden Aspekte, die mich schon immer fasziniert haben an der Technologie und
Dabei bleibt es. Diese Entwicklung von Connect, diese Entwicklung von Kreativität und aber natürlich aktuell auch, wem gehören die Daten, die wir da über uns im Internet verbreiten.